So, es ist mittlerweile Tag 3 und ich habe es heute geschafft, ganz viele andere Dinge zu machen, anstatt hinter Weißtype zu gehen. Ich habe ein paar Dinge dort geschafft, aber nicht wirklich Fortschritt gemacht, so ein bisschen. Also kannst du hier mal zeigen. Von der Funktion her hat sich nichts groß verändert, aber jetzt sind da hier die Einstellungen, die hier oben passen noch gar nicht. Transkript ist jetzt hier drin, Tastenkürzel, die Audio, damit man das auswählen kann, Verarbeitung, wie man es machen will, aber ja, ist einfach, es fehlt noch einiges. Ich hatte heute gedacht, ich mache mehr Fortschritte und komme dann hinter die Webseite, aber das war leider nichts, das hat nicht funktioniert, was aber auch nicht so schlimm ist, weil ich habe viele andere Dinge gemacht. Und zwar, das erste ist, dass ich geschaut habe wegen meinen Supplements, wenn wir die im Ausgehen waren, ein paar, und habe die nachbestellt. Plus, wo sehr viel Zeit reingegangen ist, was mich auch überfordert hat, ist wieder 3D-Druck, weil ich so gemerkt habe, ja verdammt, mir geht das Filament aus, ich brauche Wartungsmaterial und manche Dinge gehören noch in die Galaxus-Bestellung hinein. Also habe ich die dort gleich mitbestellt. Und danach habe ich noch stundenlang auf 3D-Check dort meine Bestellung zusammengetragen, um ja, eine andere Düse zu kaufen, diverse Dinge. Ich gehe jetzt dort gar nicht zu sehr hinein. Auf jeden Fall so eine Grundausstattung, auch Fett und Öl und so weiter, was ich einfach brauche, um den Druck übertreiben zu können, habe ich dort zusammengetragen. Und da ist sehr viel Zeit drauf eingegangen. Und wo auch nochmals viel Zeit reingegangen ist in das ganze Content-System, was ich habe, wo ja auch einfach heute noch zu viel Reibung verursacht hat. Ich habe ja das gestern auch schon gesagt gehabt, dass das heute eventuell ein bisschen viel Reibung verursachen könnte und dann investiere ich heute nochmals Zeit hinein, damit dann das morgen deutlich weniger Zeit beanspruchen sollte. Und ich werde das hier mal zeigen. Ich habe das da mal kurz visualisieren lassen. Und zwar fangen wir hier oben an, wo die Videopipeline ist so, dass ich jetzt nur noch sage, hey, es gibt ein neues Video, dann wird es automatisch hier ab der Pocket 3 abgezogen, importiert, gemacht und die Schritte gehen durch von Enhanced, also Audio besser zu machen, Color Grading zu machen, wo dann ein Stopp ist, wo ich die Wörter korrigiere und Titelvorschläge sage, die Beschreibung anschaue, die Chapters anschaue, dann die Thumbnail-Ideen sage welches und dann noch auswähle, welches Gesicht es von mir drauf soll. Das gebe ich dann wiederum zurück. Dann macht es alles automatisch, wo dann in dieser Zeit auch der Reels in einem anderen Terminal gestartet wird. Aber da der Videoprozess ist dann noch das Thumbnail, das Finale öffnet sich. Ich bestätige das oder lasse es nochmals anpassen. Es gibt einen Slot und dann wird es automatisch hochgeladen. Das heißt, ich starte es, habe dann noch 2 Stops, weil heute waren es jetzt mehr so 15 bis 20 Stops, bis das Video endlich oben war. Und bei den Reels hier unten, wo auch dann automatisch, sobald es jetzt kann, von der ersten Session gestartet wird und dann die Kandidaten herausgesucht wird, wo dann gleich die Kandidaten mitgegeben mit Titel und Thumbnail und Hook und Beschreibung, dass alles drin ist, damit ich das gleich bestätigen kann. Dann wird das alles gemacht und am Schluss öffnet es die Reel-Ordner, damit ich die anschauen kann und wird es dann automatisch in die nächsten Timeslots hineingegeben, was noch kurz mir bestätigt wird und dann wird es automatisch geschedult und dann ist es dann. Das heißt, wir haben dann insgesamt so noch 4 bis 5 Mal, wo ich interagiere in meinem ganzen Content-Prozess und der ganze Rest ist dann sonst automatisiert, plus dann am Schluss noch die Session abzuschließen, also insgesamt 6 Dinge und der ganze Rest ist halt sonst einfach, ja, läuft er automatisch durch, wo ich auch sehr gespannt bin auf morgen, aber das wird ein Träumchen. Also ich weiß schon, dass das viel besser werden wird als morgen und dann wird das wahrscheinlich auch nochmals meine Zeit von heute, wo ja, viel zu viel Zeit wieder da reingeflossen ist, nochmals massiv runterkürzen, für das es mich so dann vielleicht noch ja, 10 bis 15 Minuten benötigt, für effektiv diese Dinge durchzugeben
und dann kommt der Content schon, damit ich dann morgen wirklich einfach den Kopf dort bei der Sache haben kann, um Vicetype zu bauen, um die Webseite zu machen und der Content einfach im Hintergrund fließt und das kaum mehr Energie von mir beansprucht, weil jetzt halt heute, ja, war das noch dran und dann hat es sauber funktioniert und war ich die ganze Zeit immer wieder rausgezogen worden und da konnte ich gar nicht wie loslassen und das System wirklich machen lassen und mich hier auf das andere zu konzentrieren, weshalb ich beim anderen noch kaum Fortschritte gemacht habe und besonders da ich eben noch jeden Tag ein Video machen will, brauche ich halt diesen Prozess, dieses System, damit es sauber durchläuft und so habe ich das jetzt heute optimiert in der Hoffnung wollte ich schon gerade sagen, obwohl es nicht die Hoffnung ist, obwohl ich weiß, dass mich das morgen massiv weniger Zeit und Energie kosten wird und ich dann dafür mir viel mehr Platz jetzt in der Zukunft geschaffen habe, für andere Dinge zu machen und mir das so auch ermöglicht, was ich auch noch geändert habe, jetzt auf 4 Reels pro Tag zu erhöhen, weil ich erschwimme im Content. Wirklich, ich schwimme dort drin und ich komme gar nicht hinterher, besonders wenn ich jetzt jeden Tag ein Video mache und teile, das alles zu posten. Also besonders gerade von den Reels, bei den Videos schon, aber die Reels, ich komme gar nicht hinterher. Ich habe jetzt da hier noch geplant bis am Sonntag. Bis am Sonntag sind jetzt die Reels schon geplant, mit morgen noch 3 und danach 4 pro Tag. Und wir haben es jetzt Mittwoch. Also das heißt, wenn ich dann dieses Video hier wieder mache, gibt mir das auch nochmals 5 Reels oder so, die dann auch wiederum geplant werden können. Das heißt, dann ist der Montag dann auch schon wiederum drin. Und dann mache ich morgen wiederum eins und dann, ja, gibt's dann so wie das von gestern, was 20 Minuten lang war und mir 8 Reels gegeben hat und mir das so einfach einen Puffer gibt und ich gar nicht wirklich hinterherkomme, was aber auch ein schönes Problem ist, weil ich weiß noch früher, und ich sehe es ja auch sonst bei so vielen anderen Content Creator, die einfach Schwierigkeiten haben, Content zu machen und es ein Druck ist und richtig anstrengend für sie ist. Und für mich ist es so, ich weiß nicht wohin damit, also poste ich einfach regelmäßiger, weil ich genug Content habe, weil ich das System aufgesetzt habe, dass der größte Aufwand ist, mich hier wirklich hinzusetzen, mich meiner Sichtbarkeitsangst zu stellen, hier zu teilen, zu sprechen und dann, ja, das ist es dann quasi jetzt schon, besonders durch einen neuen Prozess, weil der ganze Rest dann quasi automatisch durchläuft und dadurch mir nicht mehr Arbeit macht, mir nicht mehr Aufwand irgendwie verursacht, sondern halt einfach, ja, so läuft. Und deshalb ist es nicht so, dass desto mehr Content es kommt, desto mehr laufe ich in einen Burnout hinein oder brenne mich aus, sondern es ist halt einfach möglich mit meinem System, was ich so jetzt aufgebaut habe, vor allem auch auf wirklich einem Niveau, wo auch alleine, wenn du das Thumbnail hier von diesem Video, hast du ja sehr wahrscheinlich gesehen, einfach schon nur alleine das flasht mich selbst immer noch, dass das jetzt möglich ist, komplett zu automatisieren, dass ich noch grob eine Richtung sage, ja, so und so und so, und dann erstellt es das automatisch, wo ich noch weiß, vor ein paar Jahren, wenn du auf meinen Kanal weiter zurückgehst zu 2023, wie ich Stunden dort für beraten habe, für irgendwie versuchen, Thumbnail hinzukriegen, was am Schluss einfach schlechter war, als wenn ich das Auto generiert hätte und ja, von daher ist schon mittlerweile ziemlich nice, was damit möglich ist und ich lieb's, so arbeiten zu können und dieses System so zu haben, wo jetzt einfach ein Content machen, ja, so viel vereinfacht und mir so viel Zeit die ganze Zeit einspart, weil ich früher, ich weiß noch, ich habe auch mal schon 7 und dann 14 Reels die Woche gepostet, auch für jemand anderes das gemacht und das war halt alleine eine Schneidarbeit in der Woche für die Reels von 4, 5, 6 Stunden mit dann Hochladen und Planen und Titel und. Und jetzt hat mich das heute für das ganze System zu überarbeiten weniger Zeit gekostet, als es mich früher gekostet hat, für einmal die Woche hinzusetzen und die dann für diese Woche zu machen, wo ich jetzt das System überarbeitet habe, was mir nur jeden einzelnen Tag Zeit einsparen wird, was ja auch einfach nur so. Aber genau das liebe ich und genau solche Dinge liebe ich zu machen, einfach Systeme aufzusetzen, die sauber funktionieren, durchgehen, einem Zeit ersparen, einem Energie einsparen und genau dasselbe ist es ja auch mit Vicetype, wenn wir jetzt da wieder zurückkommen, weil was auch noch war heute, ist, dass ich noch 5 Stunden lang auf unseren jungen Golden Retriever Welpen aufpasse
aufpassen durfte, musste, wie man ihm auch immer sagen möchte. Und da, ja, konnte ich natürlich nicht wirklich mehr dran sein, also konnte ich hier nicht mehr vor den PC setzen, weshalb ich dort auch einen sehr großen Zeitblock, in Anführungszeichen, verloren habe. Ich will nicht sagen, dass das jetzt schlimm war, dass ich auf sie aufpassen musste, sondern nur in der Ansicht von Dingen zu kreieren. Hat mir natürlich zum Vergleich zu den letzten Tagen da ein grosser Zeitblock, nochmals von 17 bis so um fast 21 Uhr gefehlt, wo ich sonst eigentlich hätte dran sein können, wo ich auch geplant hatte, ja, dass ich dann da dran sein können könnte. Und wenn ich natürlich den noch gehabt hätte, hätte ich auch noch mehr bei Weißtype machen können. Vor allem, wir haben es jetzt auch 23:30 Uhr, also ich habe heute auch mal etwas früher schon aufgehört, damit es nicht dieses Video erst um irgendwie 1 Uhr morgen aufgenommen wird, wie die letzten Tage. Und da war es natürlich dann auch so, ja, hat's gefehlt. Und das, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren, von halt noch auf den Welpen aufzupassen. Aha, dass mir so halt einfach auch noch die Zeit dort drauf auch nochmals weggegangen ist. Und jetzt nicht zum Rechtfertigen oder so, sondern einfach nur zum Dokumentieren. Und deshalb, ja, bin ich gespannt auf morgen, auch auf das Content-System zu testen und dann vor allem hinter Weißtype zu gehen, um diese Dinge hinzukriegen und sauberer aufzubauen und das benutzerfreundlicher zu machen und ja, mehr auf meinen Qualitätsstandard zu ziehen und dann auch die Webseite anzufangen, würde ich mal sagen. Das habe ich zwar schon gestern gesagt, dass ich das dann heute machen könnte, aber ich glaube, morgen könnte das wirklich soweit sein, weil Content läuft ja dann einfach durch. Das benötigt mich kaum mehr. Und ja, that's it. Morgen Content machen, das hier Video planen und die Reels machen oder das posten, weil ich dir den Prozess vorhin gleich gezeigt habe. Und danach einfach Weißtype. Ansonsten habe ich morgen nichts am Donnerstag, wo ja noch so ein Sonntag in Anführungszeichen ist. Irgendwie, frag mich nicht, ich kenne mich nicht mehr aus. Seit da, dass ich nicht mehr in der Schule gehe oder einen normalen Job habe, weiß ich gar nicht mehr, wann das irgendwelche freien Tage sind und so. Früher, ich weiß noch, in der Schule war das wirklich so, ah ja, hier dann in 59 Tagen, also in so vielen Wochen, ist dann hier endlich wiederum einen Tag frei. Oder gibt es dann die Brücke, wo man ein paar Tage frei hat, wo es eine verkürzte Woche ist und da ist noch frei und da hat man noch frei. Und dann wusste ich auch schon im Frühling, wie dann Weihnachten sein wird und so solche Dinge, wo ich jetzt einfach nur so bin, so, ja, gut. Und dann so am 20. Dezember, ja, jetzt ist dann bald Weihnachten, wo dann wieder die Läden etwas zu haben. Ja, schon. Und sonst bin ich halt, ja, einfach hier drin und auch, ob es jetzt Samstag oder Sonntag oder Montag oder Freitag oder Mittwoch oder was es auch immer ist, es juckt mich nicht mehr, weil ich sowieso jeden Tag dran bin und ich liebe das. Ich liebe das, jeden Tag dran sein zu können und diesen unterschiedlichen Tagen nicht mehr so eine hohe Wertung zu geben von, oh ja, Sonntag ist jetzt Sonntag und Samstag so und Montag so. Ich mache doch einfach, wie ich Bock habe und wie ich mag und worauf dass es mich einfach gerade zieht und so funktioniert mein System so viel besser, als jetzt hier an einem Montag aufzuzwingen und dorthin zu gehen und Freitag aufzuhören und dann nur in diesen Arbeitszeiten zu haben, weil genau deshalb bin ich auch einfach Tag für Tag für Tag für Tag bis weiß nicht wie spät in der Nacht dran, Dinge zu machen, hauptsächlich Systeme zu bauen, wie ich es dir vorhin mit dem Content gerade gezeigt habe, oder auch mit der App zu machen. Und es zieht mich halt einfach. Ich habe schon im gestrigen Video gesagt, dass es einfach um diese Uhrzeit hier, desto später es irgendwie wird, in der Nacht, desto mehr, dass die ganze Welt um mich herum herunterfährt, desto mehr fange ich an, wie aufzublühen. Und nochmals einen kurzen Sprung zurück, weil bei Weißtype, was ich dort auch noch gemacht habe, was noch ziemlich groß war, war das Ganze auch mehrsprachig zu machen, weil es war zuerst alles nur in Englisch, aber ich will auch, dass man es umstellen kann zwischen Deutsch und Englisch erst einmal, dass die beiden Sprachen von Anfang an unterstützt werden und dafür muss ich natürlich dieses ganze Prinzip dahinter auch aufbauen, damit diese Tasten jeweils zu der Sprache gematcht werden und dann das auch zu machen, plus das System vorzubereiten für die zukünftigen Apps, die ich machen werde, damit halt, ja, jetzt Weißtype auch genau dasselbe wie mit Content jetzt noch mehr Zeit frisst, aber ich dafür die ganzen Bugs
Logs und alles auch sehe und erkenne, um dann halt das gleich zu optimieren, damit, wenn ich die nächste App mache, noch viel mehr optimiert und genormt ist und das noch schneller und zuverlässig geht, damit ich mich dann schlussendlich, ist es mein Ziel, baue ich dort darauf hin, dass ich dann ein System habe, was sämtliche Module von Login, von Update, Account und Supportbot und Bugs und whatever direkt dort drin habe und mich gar nicht mehr darum kümmern muss, auch Design und Sprache und so, dass alles automatisch funktioniert und ich mich dann nur noch um die Core-Module jeweils für die App konzentrieren kann. Also was, dass diese App wirklich können soll, welche Funktionen. Und der ganze Rest halt dann einfach steht und funktioniert und dann auch dort wiederum dieses System ist. So wie ich überall ein System daraus mache, was halt einfach funktionieren soll, wie auch mit dem 3D-Drucker, wo ich jetzt einmal noch ziemlich viel Geld in die Hand genommen habe, für mir solche Küglein zu kaufen, die Feuchtigkeit aufzuziehen, mir etwas mehr Filament zu kaufen, aber das braucht sich dann auf. Eine neue Nozzle mit Highflow, wo ich auch extra etwas mehr Geld aufbezahlt habe, weil klar, ich hätte jetzt für 20 Franken eine normale Nozzle nehmen können für den 3D-Drucker, aber ich kann auch 30 Franken mehr bezahlen und mir eine Highflow-Nozzle kaufen. Und ja, ich hätte mir auch eine Titanium-Nozzle noch kaufen können, aber das wären dann noch einmal 50 Franken mehr gewesen. Und das war dann so, ja, ich drucke jetzt aktuell kein Carbon Fiber und so, das ist noch nichts, von daher erst mal chillen und jetzt mal eine Highflow zu kaufen. Aber eine nicht Highflow macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil es dann halt einfach die Druckzeit verkürzt, was ja sich einfach nur lohnt. Klar, das ist einmal ein bisschen mehr Geld, 30 Franken, aber vergleichsmäßig zu der Zeit, wo ich dann wiederum sparen werde, wie viel schneller dass ich drucken kann, lohnt sich das aus meiner Sicht direkt. Oder auch ein bisschen Magnete zu kaufen und Schmiermittel und Öl und Fett und sonst noch Dinge, was ich gekauft habe, weiß gar nicht mehr alles, sind halt einfach sehr viele so einmalige Investitionen, wo ich jetzt einmal ein bisschen etwas zahlen muss, aber die habe ich dann. So, ich muss dann nicht mehr dazu kaufen oder so, sondern kann dann effektiv nur noch Filament kaufen, weil ich das ganze Zubehör und Wartung und so dazu habe und dadurch wird es dann da auch günstiger. Also auch da hier, ich baue ein System, investiere am Anfang mehr Zeit hinein in das Ganze und das damit es dann langfristig mich weniger Zeit und Energie kostet, weil das System steht und es einfach automatisch funktioniert. Also du siehst, dieser Ansatz, der zieht sich überall durch und das mache ich immer und überall ist es immer mein Ziel, etwas zu machen, dass ich es nachhaltig und langfristig mache. Und wenn ich es beim ersten Mal mache, dann erstelle ich einfach mal die erste Version, damit ich etwas habe für zum Starten. Und danach teste ich es und dadurch beim Testen realisiere ich dann, oh, hier gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Schwierigkeiten. Also investiere ich dann erneut wieder verhältnismäßig viel Zeit hinein, um das System zu überarbeiten, damit es dann besser läuft. Eine höhere Qualität erreicht oder schneller geht. Das sind eigentlich die 3 Optimierungspunkte, die es gibt, ja, oder die ich sehen muss im Vorhinein, damit ich bereit bin, mehr Zeit zu investieren, weil ich weiß, dass es sich dann das langfristig ausbezahlen wird. Und eben, das ist überall. Egal, ob es mit meiner Wissensdatenbank ist oder mit meinem Social Media Content System oder mit meinen Apps oder mit dem 3D-Drucker oder mit meinem Zimmer oder was es auch immer ist immer und überall genau dieses Prinzip dahinter. Und damit habe ich so gute Erfahrungen gemacht, weil auch das ermöglicht mir, so viel zu machen. Weil wenn du jetzt schaust, ich poste jeden Tag ein Video für Reels. Du hast es vorhin das System gesehen, wo dir das Ganze so wahrscheinlich ein bisschen greifbarer macht, wie das möglich ist. Baue nebendran noch eine App. Bin dann sonst auch noch am 3D-Druck dran. Ja, bin jetzt hier wegen dem Finger im Moment etwas eingeschränkt, aber mache sonst noch Dinge aus Holz. Ich mache sonst noch MMA, ich mache sonst noch Calisthenics, ich fliege sonst noch mit der Drohne. Und sonst diverse Dinge noch, also ich bin ziemlich breit, aber genau durch dass ich am Anfang halt in ein Thema komplett hineingehe, viel Zeit dort rein investiere, um die Systeme zu machen, damit sie dann nachher nicht mehr viel Wartung benötigen, ist es überhaupt möglich, dass ich so viele unterschiedliche Dinge halt in dieser Tiefe machen kann, weil ich überall drauf aufbauen kann und all diese Reibung eliminiere. Wie auch
mit der App, mit WiseType oder sonst die ganzen Apps, was ich mache, ist überall einfach nur, ich bin frustriert und ich minimiere die Reibung, weil es mich nervt. Immer und immer wieder, weil auch heute habe ich gerade gemerkt, wie sehr mich es genervt hat, dass ich keine fertige App habe von WiseType, weil als ich beim Welpen war, habe ich es noch versucht, bisschen über den Laptop paar Dinge zu machen, und eben gerade das Content einfach weiterzumachen, weil das wäre hier oben auf dem PC weitergelaufen, ich hätte es von unten angesteuert, aber hier mit dem Finger so, ich kann schon ein bisschen tippen, links geht gut, aber auf der rechten Seite halt, ja, muss ich da mit ein, zwei Fingern und kann ich da den Ringfinger nicht benutzen und kaum tippen, also sehr umständlich zu tippen, bin ich nicht schnell, hat mich das genervt und frustriert und dann hatte ich keine, äh, ja, WiseType-Exe, die ich gerade nutzen konnte und deshalb ist dann das auch in den Bach gefallen und auch genau dort habe ich richtig gemerkt, wie wichtig ist, diese App zu haben, für wenn man gerade an der Hand etwas hat und eingeschränkt ist oder sonst nicht tippen mag oder so, ist es einfach so vorteilhaft, dort diese Reibung zu minimieren, plus dann eben auch von den Features. Schau dir gerne das Video von gestern an, wo ich schon mal die Features gezeigt habe von WiseType, von halt dieser Erkennung, wo das der Text hineingehen soll, damit es sauber funktioniert. Es ist überall immer dieses Reibung zu minimieren, am Anfang mehr reinzustecken, damit danach es weniger Reibung erzeugt und einfach sauber durchfunktioniert. Und das funktioniert für mich einfach so gut. Und von daher kannst du ja das vielleicht auch mal hinterfragen, wo dass du in deinem Leben solche Dinge hast, wo du immer wieder Reibung hast, immer wieder Zeit investieren musst und es nie wirklich richtig machst, anstatt wenn du dich mal einmal richtig hinsetzen würdest, ein System zu machen, dass es dich dann, ja, jedes Mal, wenn es wiederkommt, unglaublich viel Zeit und Energie sparen wird, weil die Zeit, das geht ja noch so. Aber die Energie ist besonders für mich gerade das Schlimme, dass es jedes Mal mich wiederum rauszieht. Wie mit den ganzen Stops von der Content Pipeline, wenn ich da 10, 20, 30 Mal unterbrochen werde. Jedes Mal, wo das mich Energie kostet, hier wieder zu schauen und Feedback zu geben und dann passt dies nicht und hier noch anpassen und das noch optimieren und so, das frisst einfach meine Energie auf, damit ich gar nicht die Kapazität habe, halt bei WiseType wirklich dran zu sein. Aber wenn das halt einfach läuft und einmal kurz einen groben Fokusblock ist, damit ich dem alles mitgeben kann und danach davon wieder loslassen und zurückzugehen zu WiseType, um dort weiterzumachen, spart mir ja das so unglaublich viel Energie plus auch Fokus ein, was sich halt x-fach ausbezahlt. Und genau deshalb lieber einmal am Anfang mehr investieren von Zeit und Geld und Energie, wenn sich's nachher langfristig ausbezahlen wird. Und das ist mein Prinzip, das mache ich immer und überall.